Ich stelle dir 4 Aktien vor, die jetzt vor kurzem eine neue Dividendenerhöhung angekündigt haben, herzubekommen auf dem Börsenparkett. Ja, das erste Unternehmen, das hier eine Dividende erhöht hat, ist Analog Devices. Man hat sich hier auf analoge Halbleiter- und Signalverarbeitungslösungen spezialisiert, die in der Industrie, im Automobilsektor, in der Telekommunikation und im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Man hat eine relativ starke Position auch in wirklich wachstumsstarken Bereichen, wie beispielsweise der Industrieautomatisierung 5G, aber auch autonomem Fahren. Ja, und Analog Devices hat jetzt hier seine Dividende um 8% angehoben und zusätzlich hier ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt über 10 Milliarden US-Dollar, also wirklich attraktiv. Das ist schon ja, eine relativ sportliche Erhöhung und gerade dazu kommt jetzt eben auch noch dieses Aktienrückkaufprogramm. Bedeutet für uns immer positiven Rückenwind auch als Aktionär, weil eben die Earnings per Share dann steigen, wenn die Aktienanzahl sinkt. Wir haben im Moment jetzt hier eine Bewertung, wenn wir uns die anschauen, KGV relativ hoch, Dividendenrendite um die 1,5%. Die historische Dividende, die ist aber auch langfristig hier schön am Steigen, also die Tendenz geht auf jeden Fall nach oben. Doch ein relativ attraktiver Dividendenwachstumswert auf jeden Fall. Und da können wir uns auch mal kurz den Chart noch anschauen. Also langfristig ist Analog Devices in einem Monatsaufwärtstrend. Hier sehen wir auch nochmal genau, die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,67%. Und ja, es ist ein spannendes Unternehmen aus dem Halbleiterbereich. Und charttechnisch sind wir jetzt gerade knapp am Allzeithoch. Wichtigste Unterstützungszone ist so bei 190 US-Dollar. Da könnte man sich die Aktie tatsächlich auch nochmal genauer anschauen. Ist, denke ich, ein sehr spannender Wert und jetzt auch mal eine nette Dividendenerhöhung bei Analog Devices. Bevor wir jetzt weiterschauen zum nächsten Unternehmen, wenn du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann jetzt unbedingt mal kostenlos unten auf Abonnieren klicken und gerne auch Daumen nach oben da lassen, wenn dir dieses Video gefällt. Hilft mir natürlich auch ungemein weiter, da das dann auch mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird, dieses Video. So, danke dir. Schauen wir weiter auf Meta. Ehemals Facebook ist ja weltweit führendes Unternehmen für soziale Medien und digitale Werbung. Ja, klar, also die Plattform kennt man. Facebook, Instagram, WhatsApp und jetzt auch neuerdings starke Investitionen in das Metaverse, aber auch künstliche Intelligenz. Und ja, ist einfach ein eingesessenes Tech-Unternehmen. Ich denke, zu Meta brauche ich nicht allzu viel sagen. Aber auch Meta hat angefangen, eine Dividende zu bezahlen, die sie jetzt auch erhöht haben, und zwar um 5%, also ja, eine relativ moderate Anhebung jetzt hier bei Meta. Aber ist, denke ich, trotzdem ganz nett, kann man natürlich mitnehmen. Das Unternehmen hat natürlich aber auch einen ja, eher stärkeren Wachstumsfokus, als jetzt da groß irgendwie auf die Dividende zu setzen. Wir können uns auch hier mal die Historie anschauen von Meta und die aktuelle Bewertung zum Unternehmen. Wir haben ja hier eine V-förmige ja, Struktur mittlerweile ausgebildet, KGV um die 30, Dividendenrendite 0,3%. Wir zahlen noch nicht lange die Dividende, können wir jetzt eben auch hier sehen, 2024 ist das erste Jahr gewesen. Die Prognose geht jetzt sogar davon aus, dass die tendenziell sinkt. Ja, das halte ich jetzt eher für fragwürdig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Meta Platforms hier schon weiter auch die Dividende dann erhöhen wird. Gucken wir mal auch da mal kurz auf den Chart langfristig von Meta. Und hier ja, ist ein relativ hässliches Chartbild in meinen Augen. Also wir sind zwar ja, schon übergeordnet, haben wir uns hier wieder gerettet, weil wir da praktisch wieder das Hoch von 387 US-Dollar rausgenommen haben. Aber diese Bewegung hier nach unten von 2021 bis 2022 auf diese 90 US-Dollar, die war unglaublich hässlich und ich finde die ganze Struktur der Aktie katastrophal. Also hier muss eigentlich erstmal eine neue Struktur etabliert werden. Also aus charttechnischen Gesichtspunkten ist die Aktie eigentlich echt, ja, also wirklich relativ hässlich, relativ eklig. Wenn dann eben fundamental, kann man sich das auch mal genau anschauen. Man zahlt jetzt eben erstmal seit einem Jahr jetzt diese Dividende. Kann natürlich gut sein, dass wir da langfristig starkes Wachstum sehen und das Unternehmen jetzt für Dividendeninvestoren auch mit der Zeit immer spannender wird. Also kann ich mir tatsächlich relativ gut vorstellen. Deswegen habe ich es ja jetzt auch heute mit dabei.
So, wir gucken aber jetzt gleich noch weiter aufs nächste Unternehmen und das ist Monolithic Power Systems, Anbieter von leistungsstarken Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, Automotive, Industrie und auch Konsumgüterelektronik. Also auch ja, ein sehr, sehr großes, breit gefächertes Unternehmen und haben eine sehr hocheffiziente Chip-Architektur und hohe Margen dank eigener Fertigungstechnologie. Sieht man hier auch mal so einen kleinen Ausschnitt aus den Produkten. Ja, und auch MPS ist hier die Abkürzung, hat ihre Dividende erhöht. Sehen wir jetzt hier von 1,25 $ auf 1,56 $ pro Aktie. Also wirklich auch eine starke Erhöhung jetzt hier. Und man hat zusätzlich nochmal ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt bei Monolithic Power Systems. Also das auch nochmal zusätzlich sehr schön. Scheint, als würde es dem Unternehmen doch gut gehen. Da gab es ja mal Gerüchte rund um diesen Nvidia-Auftrag. Er sieht jetzt nicht danach aus, als wäre das tatsächlich ein großes Problem. Ich denke, sonst würde man die Dividende nicht so stark erhöhen. Also es ist ja jetzt hier doch 20%, über 20% Erhöhung und zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm. Das ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv, gerade wenn wir uns jetzt hier auch nochmal den Chart anschauen. Ist ja Monolithic Power doch relativ deutlich zurückgekommen und da kann sich jetzt natürlich auch ein Aktienrückkauf ja, unternehmensseitig durchaus lohnen. Wenn wir uns die Struktur anschauen, ist es noch sehr, sehr corrective. Ich könnte mir doch dann gut vorstellen, dass wir vielleicht doch nochmal hier runterkommen auf 550. Dann würde sich ja auch nochmal eine gute Einstiegschance ergeben. Ich meine, wir sind ja unter der 200-Tage-Linie, sind jetzt hier in dieser Gap drinnen, also kann ich mir gut vorstellen, auch wenn der kurzfristige Boden, über den wir ja schon gesprochen haben, hier bereits über 610 US-Dollar vollendet war. Also wer da reingegangen ist, der ja, würde ich sagen, halten, aber natürlich mal keine Anlageberatung. Und wir haben hier eine Dividendenrendite im Moment von knapp unter 1%, also 0,9%. Denke ich auch, ja, einfach als Dividendenwachstumswert dann sehr interessant. Sind jetzt alles die drei bisherigen Aktien nicht die größten Ausschütter, aber gerade mit der Fantasie vom Wachstum und jetzt dieser aktuellen Bewertung von 18,6 Time to Market, denke ich doch, dass MPS wahrscheinlich auch die spannendste Aktie ist für ein langfristiges Investment aus Sicht eines Dividendeninvestors mit einem Fokus vielleicht auch auf Dividendenwachstum. So, gucken wir weiter zur nächsten Aktie, die ich dabei habe. Die ist aus dem Eisenbahnsektor. Jetzt noch kurz als Werbeunterbrechung. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem kostenlosen Aktienbroker, wo du hier ja, einen kleinen Rendite-Turbo zünden kannst, dann kann ich dir den Broker Finanzen.net Zero empfehlen. Da bekommst du jetzt jeden Monat 5% Cashback auf den Sparplan, auf den MSCI World tatsächlich, hier auf diesen Amundi, und mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung kannst du dir hier einen ja, Aktienbroker-Konto öffnen und kannst dann sozusagen hier nochmal zusätzlich dieses Cashback erhalten und außerdem hilfst du mir damit auch, die Arbeit auf meinem Kanal zu finanzieren. So, letzte Aktie, CSX Corporation, sagt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen was. Ist einer der größten Eisenbahn-Logistikkonzerne in den USA mit einem Fokus auf Gütertransport klassischerweise. Was transportieren die? Ja, in erster Linie Rohstoffe, aber auch Konsumgüter und Industrieprodukte. Also auch einer der ganz wichtigen Logistikunternehmen in den USA. Man profitiert natürlich von Effizienzsteigerungen, Automatisierungen im Schienengüterverkehr und auch durch die Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen. Also ganz klar, die Schiene wird immer umweltfreundlicher und hat natürlich auch einige Vorteile gegenüber ja, der klassischen Transport und Logistik, beispielsweise mit LKWs. Da ist ja zum Beispiel Old Dominion Freightline sehr stark aufgestellt. Die spielen dann eben eher eine größere Rolle, wenn es um kurzfristige Strecken geht, also um nicht so weite Strecken und um eher ein ja, breiteres Netzwerk. Da sind die Schienen dann eben deutlich schwächer, aber was lange Strecken angeht, da ist CSX natürlich ja, stark aufgestellt. Auch sie haben jetzt hier eine Dividendenerhöhung angekündigt und zwar um 8% geht die quartärliche Dividende jetzt hier nach oben, also von 12 US-Cent auf 13 US-Cent. Also das ist auch ganz nett. CSX ist ja schon auch ein sehr eingesessenes, monopolistisches Unternehmen. Und ich bin da generell ja, sehr starker Freund, großer Freund von Eisenbahnaktien. Glaube, dass die einen geschlossenen Markt auch haben, die Einstiegsbarrieren praktisch ja, unerklimmbar sind. Einfach dieser ganze Markt ist definitiv saturiert. Da kann niemand mehr so leicht neu reinkommen. Der Markt ist ganz stark aufgesplittet auf ein paar Eisenbahnunternehmen. Das einzige Problem ist natürlich, ja, das Wachstum und so weiter ist dann auch gewissermaßen etwas limitiert.
Schauen wir uns auch hier den langfristigen Chart an von CSX. Jetzt hier erstmal auf Monatsbasis. Wir können sehen, ja, schöner langfristiger Aufwärtstrend. Hatten jetzt hier auch mal eine nette Korrektur 2022. Die haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Mittelfristig könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir hier vielleicht nochmal ein Stück weit nach unten kommen. Aber an sich sieht es schon sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt hier auf Wick-Basis schon ein neues Allzeithoch erreicht. Also von der Warte aus alles in Ordnung. Und ja, ich denke, dass langfristig das Unternehmen neue All-Time-Highs erreichen können sollte. Aber bleibt jetzt eben hier abzuwarten. Im Moment sieht es noch eher nach einer korrektiven Struktur aus. Mal gucken, wie sich hier die nächsten Tage der Chart entwickelt. Theoretisch hätten wir jetzt hier schon kurzfristig mal ein Kaufsignal gehabt, hier über 32 US-Dollar. Aber sieht jetzt noch nicht final allzu gut aus. Kann man sich aber gerne mal auch auf die Watchlist nehmen, gerade im Vergleich zu Norfolk Southern oder Union Pacific. Nochmal eine spannende Alternative. Auch hier zahlen wir jetzt im Moment eine Dividende von 1,55% und haben Dividenden-Yield ja auch in einem Price-to-Earnings-Ratio von 18,6. Auch hier gucken wir uns jetzt mal schnell einen Dividendenausschnitt noch an von der Aktie, also wie da die aktuelle Situation aussieht. Bei der Dividendenerhöhung die Historie. CSX hat sich tatsächlich hier schon etwas stärker auch eine Historie aufgebaut. Die können wir jetzt hier sehen. Also in den letzten 25 Jahren wird hier schon eine Dividende ausgeschüttet. Prognose ist auch tendenziell nach oben gerichtet. Also man geht auch davon aus, dass CSX in der Zukunft noch mehr Dividendensteigerungen machbar sein sollten. Genau, das waren jetzt die 4 Aktien, die ich euch vorgestellt habe. Also Analog Devices, Meta, Monolithic Power System und CSX. Und falls dir gefallen hat, dann jetzt gerne nochmal Dividenden, Daumen nach oben da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn du dich jetzt noch für weitere spannende Dividendenaktien interessierst, dann kann ich dir hier das Video zu Rio Tinto empfehlen oder zur Deutschen Post Aktie. Bis dahin und ciao.